Ein Weg, weniger zu fühlen, ist innerlich eine Distanzierung zu schaffen. Das ist wie wenn man die Lautstärke von der Erfahrung runterdreht, dann sieht es so aus, als wären manche Bereiche von mir weiter weg oder leiser. Und dass wir gerade gesehen haben, dass die Distanzierung in mir nicht was Fixes ist, das ist so, sondern das ist ein Prozess. Oder wenn mir manche Bereiche meines Körpers näher sind als andere, dann sind die Teile, die ich weniger fühle oder die weiter weg erscheinen. Unsere Füße sind nicht weiter weg, nur weil sie unten sind. Wenn sie mir weiter weg erscheinen, dann ist das ein Prozess, dass die weiter weg sind, nicht, dass es wirklich so ist. In meinem Körper ist nichts weiter weg oder näher dran. Aber es kann mir so erscheinen. Es kann auch so erscheinen, dass mir manche Emotionen näher sind als andere. Das heißt aber nicht, dass es so ist, sondern da ist ein Prozess dran beteiligt, dass mir das so erscheint. Und diese Distanzierung kann ich lernen zu fühlen. Und wenn ich die fühle, dann fängt an, innerlich etwas zu bewegen. Und das Gleiche kann ich machen, dass ich im Leben wahrscheinlich manche Menschen mir näher sind, manche Menschen weiter weg sind. Und dann könnte ich sagen, ja, manche Menschen sind mir sympathisch und manche Menschen sind mir weniger sympathisch. Aber wenn ich wirklich auf einem inneren Entwicklungsweg bin, dann könnte ich ja anfangen, das zu hinterfragen, ob das denn wirklich so ist oder was denn da dran hängt. Möchte ich weiterhin in einer Welt leben, wo ich manche Menschen wie zu anderen mache und manche Menschen mir näher sind? Oder beginne ich zu hinterfragen, was denn da für ein Prozess dran hängt? Dass das nicht so ist, sondern dass da ein Prozess damit verbunden ist. Und wenn wir gesellschaftliche Integration fördern wollen und wenn wir gesellschaftliches Zusammenarbeiten fördern wollen, dann kann Sympathie und Antipathie nicht länger die regierende Gewalt sein in mir. Das heißt, dass wenn ich mir bewusster werde meiner selbst, dann heißt das auch, dass diese Form von sozialer Gestaltung mir zumindest bewusst wird, dass hier Trauma eine soziale Gestaltungskraft in mir hat. Und dass wir sehen, dass das in der Gesellschaft große Auswirkungen hat, weil es dann die Gruppen gibt, die mir näher sind, und dann gibt es die Gruppen, die mir ferner sind. Das heißt nicht, dass ich mit allen Werten übereinstimmen muss, aber die Distanzierung zu den Werten, die ich nicht für richtig empfinde, das ist wichtig zu erkennen, nicht, dass ich zustimme. Nicht zustimmen heißt nicht gleich Distanzierung, aber für viele Menschen heißt es das. Und diesen Prozess des innerlichen Distanzierens, also das ist ein Schutzmechanismus, dass mir das bewusster wird, wann das auftaucht. Selbst hier in der Gruppe. Dass es mir bewusster wird, dass es mich zu manchen Menschen viel leichter hinzieht in der Triade als zu anderen. Und ich könnte sagen, ja, sieh so. Oder ich könnte sagen, wenn mir manche Menschen so ein bisschen ferner sind, was ist denn das? Was ist denn der Prozess des Fremden oder des Fernerseins? Und nicht, dass ich es gleich wissen muss, sondern dass ich mich dieser Erforschung hingebe. Also ich schaue, was passiert denn mit manchen Menschen in mir, die mir ferner sind? Was passiert mit Menschen, die ich neu kennenlerne, die mir gleich näher sind? Dass ich das nicht als gegeben nehme, so ist es, sondern dass ich beginne zu erforschen. Und viele von uns machen das ja auch wahrscheinlich. Aber dass ich sehe, möchte ich denn in einer Welt leben, wo Sympathie und Antipathie die Regierungskraft sind? Aber wenn ich das in mir erlebe, trage ich auch dazu bei, dass das in der Gesellschaft verstärkt wird. Wenn ich das in meiner Wirklichkeit verändere,
dann trage ich auch zu einer gesellschaftlichen Veränderung bei, wo Othering oder gesellschaftliche Polarisierung nicht die treibende Kraft ist. Wenn ich das aber auch mache und es nicht hinterfrage, dann bin ich Teil von einer polarisierenden Gesellschaft. Dann lebe ich in der gleichen Welt. Aber das liegt an mir. Ich kann das für mich verändern. Ich kann es nicht für andere verändern, aber ich kann mein Ökosystem verändern. Und dann sehe ich plötzlich, wie Distanzierung, wie manche Menschen mir meine eigene innere Distanzierung zeigen. Manche Menschen zeigen mir meine eigene Intimität und manche Menschen, die zeigen mir meine eigene Distanzierung. Und dass ich das bewusster erleben lerne und nicht sagen, so ist das. Weil der Mensch ist mir weniger sympathisch. Weil sonst bleibe ich Teil einer Gesellschaft, die polarisiert und andere zu anderen macht. Die leben dann da draußen und manche Menschen leben dann näher und manche weiter weg. Und das Beginnen zu erforschen ist, glaube ich, sehr hilfreich. Ja gut.